So, liebe Leute von heute, ich wollte zwar jetzt noch ein bisschen ruhig sein, doch wie es aussieht, wird jetzt aktuell erstmal hier nichts gesabbelt, nichts von Paimon gesagt, aufgrund der neuen Version und vor allem ja auch wegen den Auftrag. Na, geht es mal runter? Karibert. Diese Welt strotzt vor Sterblichen, die sich dem Schicksal widersetzen. Diejenigen, die die Pläne des Himmels verstehen, schauen nur mit einem spöttischen Lächeln zu. Wenn derjenige, der die Fäden des Schicksals webt, hier und jetzt geboren wird, soll der Zeuge dieses Schicksals auf das Ganze mit eigenen Augen herabblicken. Oh ja, Dane ist wieder da. Version 3.5 ist am Start. Und somit haben wir jetzt auch erstmal wieder ein paar Juwelen, Urgesteine zu erblicken. Und mit der Hilfe dieser Urgesteine aktivieren wir jetzt erstmal das nächste Gebet für unsere feurige Dea. Sind wir im Bereich des Möglichen, sie zu ziehen aus dem Banner? Ich denke nicht, aber wir versuchen es mal. Colley, Barbara oder auch Bennett, die werden wir auf alle Fälle mehr als einmal ziehen können. Und jetzt fällt mir gerade auch auf, Mika ist erst in der zweiten Bannerhälfte. Ist ja jetzt ein bisschen blöd. Aber was soll's, da können wir auch nichts dagegen tun jetzt. Okay, das sind ja auch mal wieder bloß 4 Sterne. Wie es natürlich jetzt zu erwarten war. Bedauerlich und schade. Bedauerlich und schade wie eine Marmelade. Tja, dann mal auf in den nächsten Versuch. Warte mal. Ah, da fehlt leider noch was. Der nächste Versuch, der ist ja da. Wie wird er sein? Leider nicht gerade sehr wunderbar. Wird dann also auch mal wieder eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir vielleicht mal wieder einen 5-Sterne-Charakter ziehen können. Nein, wieder 4 Sterne. Okay, dann gehen wir erstmal zurück wieder zum Händler. Holen uns also noch eine Bonusziehung. Was dann jetzt erstmal wieder nichts gebracht hat. Jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten. Und bis dahin ist es jetzt sehr gut, dass wir auch ein paar neue Aufträge haben. Heute erstmal der Auftrag von Dainsleif namens Karibert. Und ansonsten, ja, kommt in Kürze sowieso auch noch das nächste Event. Ein weiteres Fest in Mondstadt. Aber jetzt erstmal Karibert, Kapitel 3, 6. Akt. Eine schicksalhafte Begegnung. Sprich Miss Masrur. Kennen wir den? Ich glaube, jetzt erst einmal kennen wir ihn nicht. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass sich es immer wieder bewahrheitet hat. Ein neues Jahr, ein neues Kapitel mit Dane. So muss es sein. Wieder einmal werden wir einiges an Story erfahren durch diese Begegnung. Wieder einmal kommt es zu einem Kampf gegen einen Abgrundboten. Diesmal sowieso einen ganz neuen vom Kryo-Element.
Wie schon gesagt, jetzt fehlen, er sagt, nur noch ein paar Elemente. Dendro, Anemo und Dendro, Anemo und, was war das letzte noch? Also wir hatten Elektro, wir hatten, er sagt jetzt Hydro, Elektro, Hydro, Pyro. Ach ja, jetzt fehlt, er sagt nun... Wartet mal. Jetzt komme ich hier, er sagt wieder mal, er sagt durcheinander. Wir hatten Hydro als allererstes, danach kam Pyro, danach kam Elektro, das wäre, sagt Nummer 3. Dann haben wir Kryo, wäre die Nummer 4. Was wir, sagt, noch nicht an Abgrundbooten hatten, war Geo, Anemo und Dendro. Geo, Anemo und Dendro. Diese Art der Abgrundboten haben wir, sagt, noch nicht. Was mir, sagt, jetzt auch aufgefallen ist. Wir haben jetzt, sagt, von vornherein, sagt, die Melodie des Spiels gehabt. Ob die das, sagt, jetzt endlich mal gebugfixt haben? Jedenfalls bei meiner Variante. Wer weiß. Aber jetzt bin ich auch gleich erstmal gespannt, wie das Ganze überhaupt hier losgeht. Es ist auf jeden Fall mal wieder ein Gelehrter aus Sumeru, der in Schwierigkeiten steckt. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I'd failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Ja, lass mich mal den Brief sehen. Ich bin sehr neugierig, wer der Absender ist. Of course, here it is. All yours. Natürlich wissen wir schon, wer es sein wird. Come on, Paimon wants to have a look too. So, es ist schon eine Weile her. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass ihr beide in Sumeru unterwegs seid. Und ich bin zufällig aus dienstlichen Gründen in Ormos. Kea hat der Sack jetzt hier den Brief geschrieben? In letzter Zeit gehe ich jeden Nachmittag auf 1 oder 2 Drinks in die Jafar-Taverne. Wenn das Glück auf meiner Seite ist und dieser Brief dich erfolgreich erreicht, dann komm zu mir und wir können über alte Zeiten plaudern. Wir sollen es als eine schicksalhafte Begegnung sehen. Dein treuer Kumpel Kea. Was hat er denn, er sagt, jetzt mit Dainsleif Auftrag zu tun? Okay, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, ist Kea auch ein Überlebender aus Kenria. Oder er sollte daraus stammen. Aus dem Land. Hat auf jeden Fall auch eine Augenklappe. Generell, die meisten Leute, die wir bis jetzt aus Kenria getroffen haben, hatten eine Augenklappe. Hatte eigentlich Kea eine Augenklappe? Aber wenn man so drüber nachdenkt, Dainsleif hat, er sagt, eine Seite seines Auges verdeckt. Dann, er sagt, von dem einen YouTube-Video wissen wir ja sowieso ja auch, dass der erste Defatui, der auch der Großmagier von Kenria ja war. Oder er sagt immer noch ist. Er hat, er sagt, aus, ja, eine Augenklappe. Oder sein Auge verdeckt. Interessant. Hat das irgendwas auf sich? Hiya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Tja, bei Kea wäre ja wohl auch nichts anderes zu erwarten gewesen, oder? From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us.
Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Ist alles Teil seines Plans. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Tja, machen wir es mal. Karibert, Kapitel 3, 6. Akt. Eine Sache, die mich aber jetzt doch hier ein bisschen interessiert. Ach, der Brief duftet auch noch nach Wein. Okay, das ist jetzt hier irgendwie falsch. Okay, wo ist denn das Figurenhandbuch? Ja, er hatte eine Augenklappe. Ebenfalls auf der rechten Seite. Interessant. Es mag zwar vielleicht Zufall sein, aber bis jetzt jeden Charakter, den wir aus Kenria bisher so gesehen haben, sei es auf YouTube oder natürlich hier im Spiel, hatte eigentlich immer auf der rechten Seite entweder eine Augenklappe oder, naja, teilweise eine Maske, die das rechte Auge verdeckt. Bei ihm hier auch. Ob das vielleicht, wirklich irgendwas mit Kenria zu tun hat? Oder dass ihr naja, den Untergang von Kenria überleben konnten? Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Okay, die Jafar-Taverne ist also wirklich gleich hier. Gut geraten. Hallo Kea, Ritter des Eises. Wie geht's, wie steht's? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Ja, ich will das einfach auch mal für bare Münze nehmen. Ich wüsste allerdings jetzt nicht, wieso wir die zweite Antwort auswählen sollten. Ich wollte ihn eigentlich überhaupt nicht sehen. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Irgendwie bezweifle ich das. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru's spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain. Kea, warst du vorher schon einmal in Sumeru? Oh? What makes you say that? Immerhin bist du ja alleine gekommen. Da liegt es nahe, dass du mit diesem Ort vertraut bist.
Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Hey, mach doch nichts. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Das ist ja jetzt mal interessant. Kenria befand sich unter der Erde? Und das auch noch in der Nähe von Sumeru? Interessant. Kenria. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Wo du es gerade erwähnst, wie viel weißt du über Kenria? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Und schon kommt Dainsleif ins Spiel gleich. Aber er wird sich sicherlich erst nicht vor Kea zeigen. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. Und nun erfahren wir, er sagt auch mal, seinen Nachnamen, Alberich. Kea Alberich. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber hey, warum nicht? Von so vielen Leuten haben wir bis jetzt ja auch noch keine, Nachnamen erfahren. Beziehungsweise es gibt ja, sagt, sehr wenig Charaktere hier im Spiel, die einen Nachnamen überhaupt haben. Die einzig sehr bekannten Leute, Charaktere, die hier am Namen haben, sind ja zum Beispiel die Kamisatos. Zum Beispiel. One death afternoon, please, boss. Oh! Er zeigt sich ja, er sagt uns jetzt doch schon. Welch eine Überraschung! Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Naja, wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, also ja, eine richtige Augenklappe ist es nicht. Es ist eher eine Maske. Aber trotzdem, die meisten Leute aus Kenria haben auf der rechten Gesichtshälfte entweder eine Maske oder eine Augenklappe. Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Jetzt kommen, er sagt wirklich mal wieder ein paar neue Abgründe ans Licht. Huh? Der Orden des Abgrunds? Sein Vater hat ihn gegründet? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case,
I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Ja, ich glaube dir, Kea. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Übrigens, hat dieser Alberich den Orden des Abgrunds gegründet? Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? Und was hat dich nach Sumeru geführt? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Natürlich, der Webstuhl des Schicksals. Ein mächtiges Artefakt aus längst vergangenen Tagen, was in der Lage ist, das Gefüge der Realität selbst umzuschreiben. Woher ich das weiß? Ja, entweder er sagt ja durch The Quest, die Serie, erste Staffel, oder natürlich er sagt auch von DC's Legends of Tomorrow, Staffel... Jetzt muss ich ja Sack selbst überlegen. Mal sehen, Staffel 1 war Sack mit Vandal Savage, Staffel 2 war mit Reverse Flash, Staffel 3, was war denn das jetzt noch? Staffel 3 war er Sack mit dem Zeitdämon, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Staffel 4 wiederum. Warte mal, Staffel 3 war das mit dem Zeitdämon. Staffel 4 wiederum. Da kam er Sack all die Fabelwesen zurück auf die Welt der Sterblichen. In Staffel 5, glaube ich, müsste jetzt der Webstuhl des Schicksals bei DC's Legends of Tomorrow in Erscheinung getreten sein. Mit den 3 Mäuren, ja. Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Hast du irgendwelche neuen Spuren? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Moment. Damals schon? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Wartest du auf eine bestimmte Gelegenheit? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously?
Ihr wartet, bis Dane seinen Cocktail ausgetrunken hat und brecht dann zusammen auf. Na gut. Und ich muss die Rechnung zahlen, oder? Kellnerin der Taverne, Nesmil? Schreiben Sie, naja, die Rechnung auf meinen Deckel. Hat Kea überhaupt seinen Cocktail bezahlt? Ich denke mal, das will ich jetzt nicht herausfinden. Bevor das, er sagt, jetzt zur Sprache kommt, schnell teleportieren. Aber jetzt haben wir natürlich auch schon mal wieder sehr interessante Informationen erhalten. Die Leute aus Kenria mit der reinsten Blutlinie haben natürlich auch die reinsten Augen. Das kann man ja an den Augen erkennen. Darüber hinaus haben wir jetzt bis jetzt erfahren, wie der Nachname von Kea heißt, Alberich. Und dass Alberich derjenige war, der den Orden des Abgrunds gegründet hat. Nicht zu vergessen auch noch die Tatsache, ja, dass auch unsere Schwester vor Hunderten von Jahren sich hier auf die Suche nach dem Webstuhl des Schicksals mit Dane gemacht hat. Interessant. Aber ich hätte jetzt eigentlich zuallererst damit gerechnet, dass jetzt erstmal ein paar neue Informationen kommen würden. Naja, über die anderen. Nennen wir sie jetzt, sag mal, nicht zu dieser Welt hinzugehörigen. Dass er was darüber weiß und uns jetzt erzählen will in diesem Story-Abschnitt. Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago, too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here, after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Also, das hat uns bis jetzt eigentlich in keinem Spiel so recht gestört. Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Na gut, folgen wir ihm. Betreten wir dann mal das Haus. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. Also am auffälligsten ist jetzt natürlich ja die Schatulle hier. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Was denkst du, was sich daran verbergen könnte? Außerdem ist das hier nicht wirklich das Spiel, wo er sagt, Schatztruhen zum Leben erwachen. Huh? This is a mirror. It's broken too.
Was this a makeup box? Das scheint ein ganz normaler Spiegel zu sein. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. Tja, und jetzt schauen wir uns nochmal das Bett ein bisschen an. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it... It's not much. Just some minor adversaries. Also gut, schauen wir uns erstmal außen ein bisschen um. Kleine Gegner? Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! There is no escape! Scatter! Inazuma shines eternal! Shine down! Gather! Order guide you! Propagate! Spring forth! Verdict is... Okay, das verwundert mich jetzt doch ein bisschen, weshalb hier jetzt so viele Monster aktiv sind. Was hat das jetzt auf sich? Solidified! This is order! Das muss der Sack jetzt wirklich irgendeine besondere Bedeutung haben. Illusion shattered! I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough.
Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Na gut. Dann entzünden wir erstmal ein Lagerfeuer und machen dann erstmal Pause.